So, gestern sind wir vom Concordia-Platz da unten bis zum Basecamp des Broad Peak, das ist hier, wo wir aktuell sind, gelaufen. Und weiter bis zum K2 Memorial und wieder zurück. Wir haben jetzt heute Nacht hier gecampt. Ich werde jetzt nachher da rüberlaufen. Das ist Basecamp für den Pastoral Peak und den versuchen heute Nacht dann zu besteigen. Für mich eigentlich soweit ganz gut und fit genug. Mal schauen, ob das klappt. Das sind immerhin 1000 Meter Aufstieg von 5200 auf 6200 Meter nachts, teilweise im Eis. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Pastoral Peak Basislager. Wir sind demnächst da. Ich habe gerade einen Kletterer getroffen, der hat es vorgestern Nacht versucht, musste bei 5800 Meter aber abbrechen aufgrund von Erschöpfung. So, das hier ist das Basecamp quasi für den Pastoral Peak. Offensichtlich hat es dieses Jahr erst eine Person geschafft, den Gipfel zu besteigen, und der Mann in Grün hinter mir ist der Guide, der das geschafft hat. Wir haben tatsächlich nur heute Nacht Zeit. Ab morgen soll es schlechtes Wetter geben und dann wird der Aufstieg unmöglich, und ich habe jetzt auch keine Zusatztage, um abzuwarten. Wir sind auf dem Weg zum Höhenlager für den Pastoral Peak. Wir sind noch ein paar hundert Meter weiter hoch und dann versuchen wir heute Nacht den Gipfel zu besteigen. Ja, ich bin jetzt auf etwa 5100 Metern. Ist nicht mehr weit bis zu unserem ersten Höhenlager. Aber es ist unheimlich anstrengend, nicht nur wegen der Höhe, sondern man die ganze Zeit hier über das lose Geröll nach oben klettert. Und teilweise macht man einen Schritt vorwärts, einen Schritt rückwärts.
So, wir sind jetzt im Höhenlager. Das war ein ordentlicher Anstieg. Schwieriges Terrain, viel Geröll. Ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. Wirklich anstrengend. Wir sind jetzt etwa auf 5100 so viel Metern. Ruhen uns jetzt aus bis abends und heute Nacht versuchen wir die Besteigung gegen Mitternacht. So, wir ruhen uns jetzt alle noch ein bisschen aus. Es ist erst kurz nach 1 und naja, haben jetzt nicht mehr viel zu tun, als heute Nacht dann aufzusteigen. Es regnet draußen, das Wetter ist relativ schlecht. Wir essen was zu Abend, legen es nochmal 4 Stunden hin und gucken, wie es dann ist. Das Wetter hat aufgeklärt. Wir packen unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Weg.
Wir sind jetzt bei ca. 5450 Meter. Es ist 3 Uhr nachts. Relativ schwierig, weil wir hier hoch hauptsächlich über Geröll nach oben klettern müssen, Schneefelder klären müssen. Wir steigen gleich in den Gletscher ein. Da wird es mit den Steigeisen hoffentlich einfacher werden. Ja, leider ist jetzt hier auf 5700 Meter für uns Schluss, weil hier oben nämlich 2 große Gletscherspalten sind, die wir praktisch nicht überqueren können. Wir schätzen das Risiko als zu groß ein und würden uns deswegen wieder auf den Rückweg machen. Das ist schade, 500 Meter haben wir geschafft, 500 hätten wir noch vor uns gehabt, aber das Risiko ist einfach zu groß. So, wir haben jetzt uns ungefähr 300 Meter von da oben am Eis über Fixseile abgeseilt und die Sonne geht gerade auf. Da unten kann man in der Ferne unser Zelt erkennen. Da werden wir eine kleine Pause machen und dann zum Basecamp Broad Peak laufen.